Das hier ist Asus ROG Phone 3. Es hat eine Bildwiederholrate von 160 Hz bis zu 60 GB RAM und ein halbes Terabyte Speicher. Es wiegt 240 Gramm und es hat das Kühl-Accessory dazu, wo du da kannst über deine USB-Ports anschliessen, wo an der Seite verbaut sind. Und dann hast du sogar noch einen Headphone-Jack. Wenn du Gamer bist, wird Asus dich wissen lassen, dass das dein Phone ist. Aber weißt du was? Das nützt nichts. Weißt du was? Wir kennen es jetzt in der Review. Schau auf das Review, aufs Phone. Wir reden mal über das State of Mobile Gaming. Reden wir mal darüber, wie Videogames auf Dings sind. Wenn du, sagen wir, Mutter oder Vater bist, ein Oldschool-Gamer so wie ich, dann denkst du dir so, ja, das ist doch geil, oder? Ich meine, du kannst deinem Kind ein Ding kaufen, ein Phone kaufen und ich gleichzeitig Videogames spielen. Nein! Wirklich nicht. Einfach nicht. Schau jetzt. Habe ich Mortal Kombat abgeladen, weil ich bin riesen Mortal Kombat Fan, oder Sub-Zero, Scorpion, Get Over Here, Bam, oder hure geil, einfach grindisch los, super. Nein, weißt du was? Es geht einfach 2 Stunden, bist du damit beschäftigt, um irgendwelche Münzen auszugeben, Säulen, graue Dinger und sonst etwas für den kreativen Bankrott, damit du deinem Mönchcharakter kannst die linke Socke der Macht kaufen. Wieso? Dann kann er 15% stärker schlagen. Und es kostet nur 20 Franken, wenn du nachher irgendwie den Sub-Zero willst oder so irgendetwas. Klar, du kannst das Sub-Zero ja spielen, aber es geht einfach 5 Jahre. Ich will doch nicht den Mönch spielen. Wer will schon den Mönch spielen? Alter, Sub-Zero, Scorpion, Reptile, die ganzen Ninjas, in allen verschiedenen Farben auswählen und wenn es sein muss, halt noch der Johnny Cage. Was soll die Sch***? Ganz ehrlich, das Game ist nur dazu da, zum Microtransactions zu machen. Damit du noch mehr Geld liegen lässt. Da gibst du 1200 Stutz für das Top-of-the-Line-Phone aus, für irgendetwas, wo auch wieder auf deinem billigen Vico laufen. Weil, ja, auch denen kann man noch 2,50 Franken aus der Tasche ziehen für 40 Power Gems in Injustice 2, wo eigentlich genau das gleiche Game ist, aber mit Superman und Batman. Was nützt mir, wenn ich der Wonder Woman fucking Tiara der Macht kaufe, damit sie 15% besser kämpft, wenn ich noch immer 20 Stutz ausgebe, wenn ich richtig Superman spielen will? Nein, wirklich. Ich habe keinen Bock auf so einen verdammten Hurenrotz. Dann habe ich gefunden, gut, wenn meine schönen Kampfspiele, wo ich unnötig gewalttätig sein kann, nicht funktionieren, dann spielen wir halt ein Strategiespiel. Dann habe ich mir Star Trek Fleet Command runtergeladen. Weißt du, was das Game ist? Oh, bau mir Tritium-Mine mit 14 so gepresstes Latinum-Rotzen. Wofür? Damit ich nachher 15% besser rumschildern kann, wenn irgendwelche Rampiraten oder Klingonen daherkommen und irgendein Frachtschiff abschießen. Ah, gehen wir Kaffee trinken. Ja, Kurzversion von dem ganzen Zeug. Ich bin dann angehockt und habe etwa 4 Stunden damit verbracht, um Super Mario 64 als Native App kompilieren. Funktioniert, kann man spielen. Es ist ein 24 Jahre altes Game, das eine Dateigröße von 8 MB hat und irgendwie aus 3 Pixeln besteht oder 2 Polygone. I don't give a f***. Aber es ist spielbar. Es stürzt mir zwar manchmal ab, weil es ist nicht die perfekte Kompilation, die ich je gemacht habe. Wenn es mir bei Wumms Wuchtwahl abstürzt, bin ich weniger frustriert, als wenn ich mich durch 200 verdammte Bildschirme durchklicken muss, damit ich irgendwie meinem Mönch ein neues Armbändchen kaufen kann, damit er besser Fuß schlägt. Wie können sie es dir wagen, irgendwie, du hast Hardware, oder? Du hast wunderbare Hardware, das ist ein super Gerät, oder? Die Kamera ist auch noch übrigens gut, aber who gives a at this point. Und dann hast du nicht ein fucking Videospiel drauf, das sich lohnt, 1000 Stutz auszugeben. Wofür? Genau dasselbe. Du hast mal irgendwo vor ein paar Jahren mal Star Wars rausgekommen und du hast zahlen, damit du Darth Vader überkommst. Was fällt denen eigentlich ein? Die ganze Game-Industrie ist dermaßen korrupt und kaputt, dass es nicht mehr möglich ist, ein Videogame zu machen, das du einfach kaufst und dann spielst und gut ist. Apple Arcade zum Beispiel, aber dort hast du kein fucking Mortal Kombat. Und ich will mein Mortal Kombat. Entweder kaufe ich mir ein Android-Phone, wo Mortal Kombat hat, dafür zahle ich aber 4,50 Franken für die nächste Hure für die 20. Das ist also etwas. Dann haben sie 20 verschiedene fucking Währungen eingeführt, damit du ja nicht auf die Idee kommst, zum Ausrechnen, wie viel Geld das du ausgibst. Weil 5 SIM-Karten in Injustice kosten ungefähr so viel wie 40 Power Gems oder so irgendetwas. I don't care! Ich will fucking Videospiel spielen. Ich will nicht müssen irgendwie eine Makroökonomie aufbauen, pflegen und dann nachher noch weitermachen. Ich will einfach ein Videospiel spielen. Nein, weißt du, was ist aus Videogames geworden? Es gibt nicht ein gutes Videogame auf Handys. Es geht alles darum, dass du noch mehr Geld ausgibst für irgendetwas, was du sowieso nicht brauchst. Sicher nicht, so nicht, liebe Gaming-Industrie. Das ist einfach nicht okay. Und dann kommt Asus daher und probiert das Beste daraus zu machen und macht ein wirklich wunderbares Phone. So. Ja. Einfach nicht. So, jetzt spielt sich in Super Mario. Nachher dann.